Here's meine Kiste. Guitar Sound Workshop. Guitar Sound Workshop. Modern Guitar School ist online. Ich grüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Christian Moser und heute geht es um den hervorragenden Akustikgitarrensound und ich werde euch zeigen, wie ihr live und auch im Studio einen sehr, sehr guten Akustikgitarrensound hinbekommt und euch meine Erfahrungen aus 30 Jahren Recording mitteilen. Okay, dann steigen wir mal direkt ein, am besten mit der Signalquelle der Gitarre. Ich spiele hier eine Taylor 414. Das ist so ein Mittelklasse-Instrument, sage ich mal, ist nicht ultra teuer, ist aber auch nicht super billig. Und das nehme ich heute als Demo-Zweck, damit ihr das zu Hause schön nachbauen könnt. Einen guten Akustikgitarrensound zu bekommen, ist nicht so ganz einfach, denn eine akustische Gitarre klingt im Raum ganz anders für unser Ohr, als wenn ihr sie mit einem Piezo-Abnehmer abnehmt oder mit einem Mikrofon. Aber ich werde euch heute zeigen, wie ihr das in den Griff bekommt. Es gibt ja grundsätzlich zwei verschiedene Herangehensweisen. Einmal den Tonabnehmer zu benutzen, den internen, oder ein Mikrofon zu benutzen. Das Mikrofon hat live den Nachteil, dass ihr, sobald ihr euch aus dem Range des Mikrofons bewegt, sofort einen anderen Sound habt. Ihr könnt euch also nicht bewegen auf der Bühne, seid festgenagelt. Aus diesem Grund wird live meistens kein Mikrofon verwendet, sondern der interne Tonabnehmer der Gitarre. Das ist in der Regel ein Piezo-System. Ein Piezo sitzt hier unter dem Steg, ist ein druckempfindliches Kristall oder eine Keramik und wird, wenn die Saite schwingt, ein bisschen unter Druck gesetzt durch die Schwingung. Und dieser Druck wird in einen elektrischen Impuls umgewandelt, der letztendlich euer Klang ist. Ich zeige euch mal den klanglichen Unterschied beider Vorgehensweisen. Habe dafür ein kleines Setup aufgebaut. Hier ein Brauner Mikrofon, sehr hochwertiges Mikrofon, das ich etwa 30 cm von meinem 12. Bund entfernt aufgestellt habe. Und simultan dazu nehme ich das Piezo-Signal auf. Ich spiele jetzt mal irgendwas und werde euch die verschiedenen Sounds mal hin und her schalten. Okay. Diesen kleinen Intro-Song habe ich übrigens extra für diesen Workshop komponiert. Ich hoffe, das Gitarrenthema gefällt euch. Ich gebe euch jetzt nochmal vorher-nachher, also Piezo direkt in die Soundkarte und dann spiele ich das gleiche nochmal nach der Bearbeitung. Vergleicht also mal. Here's meine Kiste. Guitar Sound Workshop. Guitar Sound Workshop. Gut, dann gehen wir mal durch die Signalkette. Wir sind immer noch beim Live-Sound für eine Akustikgitarre und ich demonstriere euch, wie man den Piezo-Sound aufwerten kann, um die akustische Gitarre live zu spielen. Ich gehe dazu, um das zu demonstrieren, wieder durch meinen Camper. Ist aber nicht nötig, dass ihr das auch so macht. Es geht eigentlich nur darum, dass ihr gut sehen könnt, welche Effekte ich wie verwende. Das könnt ihr genauso mit einem anderen Multi-Effekt-Gerät nachbauen oder mit einzelnen Effektpedalen. Das funktioniert eigentlich identisch. Okay, also mein Signalweg ist, ich gehe in den Camper mit dem Piezo-Signal und ihr seht jetzt hier am Editor, das ist der Signalweg, hier Input, hier kommt das Signal rein, durchläuft diesen Weg von links nach rechts und wir starten mal mit dem Kompressor. Das ist immer der erste Effekt, den ich gerne drauf mache.
Ich zeige euch mal, was der Kompressor bewirkt. Ein Kompressor macht in der Regel laute Signale leiser und leise Signale lauter. Ich mache ihn mal aus. Nochmal angeschaltet. Ihr merkt also, dass das Signal etwas mehr zusammengedrückt wird und das ist für das menschliche Ohr etwas angenehmer. Ein weiterer Basiseffekt, den ich gerne benutze, wenn ich breite akustische Gitarren haben möchte, ist ein Hauch Chorus. Ein Chorus macht aus einem Monosignal ein Stereosignal, in dem auf einer Seite eine leichte Verstimmung und Verzögerung hinzugefügt wird. Ich demonstriere euch mal den Unterschied, einmal mit Chorus. Den Chorus aus. Und ihr hört, das Signal wird etwas mehr Mono und verliert etwas an Größe. Dann ganz wichtig, ein schöner Hall, der das Signal räumlich macht. Auch hier nochmal. Ich mache den Hall aus. Und ihr hört, wie trocken das Signal auf einmal wird. Also nochmal Hall an, Chorus an und das gleiche Thema. So, mehr braucht es eigentlich nicht. Also nochmal zusammengefasst, ihr braucht eine gute Gitarre mit einem guten Tonabnehmersystem. Piezo, am besten regelbar, damit ihr nochmal Lautstärke, Bässe und Höhen kontrollieren könnt. Falls ihr das Gefühl habt auf der Bühne, es wird zu dumpf oder zu höhenlastig, könnt ihr eingreifen. Dann geht das Signal vom Piezo in einen guten Kompressor. Durchläuft den Signalweg, geht durch einen Chorus, wenn ihr es Stereo haben wollt. Und geht dann in einen guten Reverb, in einen Hall, der das Ganze am Ende nochmal veredelt und dann auf die PA. Dann solltet ihr ein klanglich gutes Ergebnis haben, das dem Zuhörer und euch wahrscheinlich auch gefallen wird. Noch ein wesentlicher Tipp für eure akustische Live-Performance. Ich hatte auch jahrelang eine Akustikband. Da haben wir alles Mögliche gespielt, Irish Pubs und Straßenfeste und Firmenfeiern und so weiter. Da ging es richtig zur Sache. Wir waren nur 3 Leute. Aber das Ganze hat richtig Terror gemacht. Wir haben auch sehr laut gespielt und das bringt mich zu meinem Tipp. Ihr könnt euer Schallloch mit diesem, wie heißt der, Feedback Buster zumachen und dann habt ihr den Effekt, dass man zwar die Gitarre leiser wahrnimmt, ist ja klar, weil das Schallloch zu ist, aber wenn ihr laut spielt auf der Bühne, dann habt ihr keine Feedback-Probleme. Das ist ja immer so ein Ding bei einer akustischen Gitarre, dass es bei höherer Lautstärke anfängt zu koppeln und dann könnt ihr schlecht euer Spiel kontrollieren. Ich zeige euch den nochmal in die Kamera. Der Feedback Buster oder wie auch immer. Lohnt sich, kostet ein paar Euro und ihr habt kein Trouble mehr. Jetzt hätte zwar eigentlich noch der Studioteil kommen sollen, wie man also für Studioaufnahmen seine akustische Gitarre gut im Mix platziert. Aber das wären, glaube ich, zu viele Informationen. Ich mache da einen zweiten Teil draus. Denn dieser Teil mit der Live-Performance hat ja jetzt schon fast eine Länge von 10 Minuten. Das darf man nicht überreizen hier in YouTube. Also wir machen nächste Woche nochmal den Studio-Gitarrensound-Workshop. Und da zeige ich euch, wie gesagt, wie ihr einen tollen Studiosound bekommt mit der akustischen. Das ist eine etwas andere Vorgehensweise, aber auch hochinteressant. Also schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne wieder den Camper-Sound runterladen. Unter dem Video ist wieder der Link zu dem Download. Dann könnt ihr das zu Hause nochmal nachbauen. Dann habt ihr zu Hause den gleichen Sound und könnt auch nochmal alle Settings kontrollieren, was ich da gemacht habe. Wenn euch der Workshop gefallen hat, seid so gut, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Würde mich total freuen und den Kanal noch weiter voranbringen. Übrigens herzlichen Dank an alle Zuschauer. Die letzten Wochen waren unfassbar. Ihr habt so tolle Kommentare geschrieben. Ihr habt so viel die Videos geschaut. Also
herzlichen Dank, das ist ganz toll. Das gibt mir persönlich so viel zurück, diese Kommentare zu lesen, dass ihr euch freut und euren Sound verbessern konntet. Also herzlichen Dank dafür. Okay, dann würde ich sagen, bastelt euch einen tollen Live-Akustik-Sound. Jetzt wisst ihr wie. Befolgt diese Tipps, es lohnt sich und ihr werdet garantiert mit einem tollen Sound belohnt. Und schaut nächste Woche rein, wenn es um den Studiosound geht. Dann werde ich euch nochmal erläutern, wie ihr die Gitarre perfekt aufnehmen könnt. Alles klar, haut rein. Liebe Grüße an alle und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.